Welcome back! After having learned the German numbers until 100 in the previous lesson, it is now time to tell the time. This is actually much easier than you might think. I will show you how it works in everyday spoken German, so let's begin. Before we can actually talk about the time, we first need to be able to ask what time it is. In German, this question is a little bit funny, because we are literally asking, how late is it? Wie spät ist es? Wie spät ist es? This sounds more pessimistic than we actually are, I promise. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Or, es ist 9. Es ist 9. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist jetzt 4 Uhr nachmittags. Es ist jetzt 4 Uhr nachmittags. Or, es ist 4. Es ist 4. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist jetzt 8 Uhr abends. Es ist jetzt 8 Uhr abends. Or, es ist 8. Es ist 8. So essentially, when we want to ask someone the time, we can say, wie spät ist es? And we can start our answer with es ist, and then there are two options. We can either say es ist 8 Uhr morgens, or, quite simply, es ist 8. Es ist 12 Uhr mittags, or simply, es ist 12. Es ist 3 Uhr nachmittags. Es ist 3. Es ist 10 Uhr abends. Es ist 10. Very easy so far. However, it is quite unlikely that it's always going to be full hour when someone asks you the time. So let's look at how to say quarter past, half past, and quarter to. Entschuldigung, wie spät ist es bitte? Es ist 8:30. Es ist 8:30. Entschuldigung, wie spät ist es bitte? Es ist 4:30. Es ist 4:30. Es ist jetzt 7:15. Es ist jetzt 7:15. Es ist jetzt 11:15. Es ist jetzt 11:15. So here we have seen one of the major differences between the English and the German way of telling time. When in English you say 6:30, in German you will say 6:30, 6:30. When in English you say 2:30, in German you will say 2:30, 2:30. The quarters are very easy as well. The German word for quarter is Viertel, Viertel. Now we only need the preposition for quarter to and nach for quarter past. And then we have Viertel nach 5, Viertel vor 5, 20 nach 10
and 20 vor 10. Just as you do in English. Now it's time for us to practice. Look at those clocks here and take a couple of seconds to think about how to say the time in German. Please pause the video and then come back to compare your answers. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Or, es ist 8. Es ist 8. Es ist 6:15. Es ist 6:15. Es ist 5 vor 3. Es ist 5 vor 3. Es ist 5 nach 11. Es ist 5 nach 11. And lastly, look at those digital clocks and try to tell their times well. Es ist 10:30. Es ist 10:30. Es ist 1:15. Es ist 1:15. Es ist 10 nach 9. Es ist 10 nach 9. Now you can feel confident to ask and talk about time in German. Considering our love for punctuality, this is a very useful thing to know. Would you like to know how you can ask about prices too? Then my next lesson is just right for you. See you there!